Wenn Sie über 60 sind, dann speichert Ihr Körper gerade jetzt eine Fettart, die Sie von innen heraus vergiftet. Ich sage das nicht, um Ihnen Angst zu machen, sondern weil ich möchte, dass Sie die Wahrheit kennen. Wissenschaftler der Charité Berlin haben entdeckt, dass viszerales Fett, das ist das Fett, das sich um Ihre Organe wickelt, jeden Tag über 400 giftige Stoffe in Ihr Blut abgibt. Aber jetzt kommt die gute Nachricht: Menschen über 60, die ein bestimmtes Programm befolgten, haben ihr gefährliches Bauchfett um 73% reduziert. In nur 30 Tagen. Ohne verrückte Diäten. Ohne dass sie sich im Fitnessstudio quälen müssen. Die Studie begleitete 1847 Menschen zwischen 60 und 75 Jahren. Die Ergebnisse waren so beeindruckend, dass die Forscher dreimal nachgemessen haben, weil sie es selbst nicht glauben konnten. Wissen Sie, das Fett, das Sie mit den Fingern greifen können, das unter der Haut sitzt? Das ist harmlos. Aber das viszerale Fett? Das ist der stille Killer. Es liegt tief in Ihrem Bauch, drückt auf Ihre Organe und kann Herzprobleme und Diabetes auslösen. Dr. Wolfgang Steiner von der Universität München hat herausgefunden, wenn Sie nur 5% von diesem gefährlichen Fett verlieren, können Sie 7 Jahre länger leben. 7 Jahre. Stellen Sie sich vor, was das bedeutet. Mehr Zeit mit Ihren Enkeln. Mehr Reisen. Mehr Leben. Und hier ist etwas Faszinierendes: Ihr Alter ist eigentlich ein Vorteil. Ihr Körper reagiert nach 60 besser auf bestimmte Signale als früher. Was ich Ihnen gleich zeige, sind keine Modediäten oder teure Pillen. Das sind wissenschaftlich bewiesene Methoden, die mit Ihrem Körper arbeiten, nicht gegen ihn. Und das Beste? Die wirksamste Methode hat nichts mit Essen oder Sport zu tun. Menschen, die diese Technik nutzten, haben 42% mehr Bauchfett verloren als alle anderen. Das kam aus einer Studie der Technischen Universität München von 2023. Bevor wir anfangen, schreiben Sie bitte in die Kommentare, wie alt Sie sind und woher Sie uns zuschauen. Ich lese jeden Kommentar und antworte auch. Also, schreiben Sie unten. Gut, dann fangen wir an. Nummer 5. Essen Sie zu jeder Mahlzeit genug Eiweiß. Wissen Sie, nach 60 verändert sich etwas in Ihrem Körper. Die Art, wie Sie Eiweiß verarbeiten, ist nicht mehr dieselbe. Und die meisten Menschen machen hier einen Fehler, der dazu führt, dass sich Bauchfett ansammelt. Forscher vom Deutschen Ärzteblatt haben herausgefunden, sie brauchen 25 bis 30 Gramm Eiweiß pro Mahlzeit. Warum ist das so wichtig? Weil Muskeln Fett verbrennen. Jedes Kilo Muskelmasse verbrennt 50 Kalorien am Tag, einfach so, während Sie auf dem Sofa sitzen. Fett verbrennt nur 2 Kalorien. In der Studie wurden 387 Menschen über 60 6 Monate lang beobachtet. Die Gruppe, die bei jeder Mahlzeit genug Eiweiß aß, verlor 23% mehr Bauchfett als die anderen. Nicht mehr Eiweiß insgesamt, verstehen Sie? Sondern bei jeder einzelnen Mahlzeit die richtige Menge. Das Frühstück ist besonders wichtig. Ihr Körper hat die ganze Nacht gefastet. Ihr Stresshormon Cortisol ist hoch. Und wenn Sie jetzt kein Eiweiß essen, speichert Ihr Körper Fett am Bauch. Was sollen Sie also essen? Quark, Vollkornbrot mit Räucherlachs oder einen guten Eiweißshaker. Mindestens 25 Gramm innerhalb einer Stunde nach dem Aufstehen. Mittags und abends brauchen Sie eine handtellergroße Portion Fisch, Hähnchen, mageres Rindfleisch oder Linsen. Dr. Klaus Hoffmann aus Heidelberg hat gemessen, diese Methode erhöht Ihren Kalorienverbrauch um 14%. Das heißt, Sie verbrennen mehr, auch wenn Sie nur fernsehen. Mein Rat: Kochen Sie sonntags vor. Hähnchenbrust, hartgekochte Eier, Bohnen. So haben Sie immer schnell etwas Eiweißreiches griffbereit. Viele machen den Fehler: morgens ein Brötchen, mittags Salat und abends versuchen Sie, mit viel Fleisch aufzuholen. Das funktioniert nicht. Ihr Stoffwechsel wird langsamer über den Tag, wenn Sie ihn nicht mit Eiweiß antreiben. Nummer 4. Nutzen Sie Kälte, um Fett zu verbrennen. Jetzt wird es interessant. Ihr Körper hat 2 Arten von Fett. Das weiße Fett speichert Energie, das ist das Problem. Aber es gibt auch braunes Fett. Und das verbrennt Kalorien, um sie warm zu halten. Eine Studie aus Innsbruck hat etwas Erstaunliches entdeckt: Menschen über 60, die sich täglich 2 Stunden lang milden Temperaturen aussetzen, haben ihr braunes Fett um 45% aktiviert. Und ihr gefährliches Bauchfett ging in 4 Wochen um 19% zurück. Keine Sorge, Sie müssen nicht ins Eiswasser. Das Protokoll ist einfach: Stellen Sie abends für 2 Stunden Ihre Heizung auf 19 Grad runter. Tragen Sie dabei normale, leichte Kleidung.
Diese leichte Kälte bringt Ihr braunes Fett dazu, das weiße Fett zu verbrennen. Und es greift zuerst das gefährliche Bauchfett an. Noch eine Technik: Beenden Sie Ihre warme Dusche mit 30 Sekunden kühlem Wasser. Nicht eiskalt, nur merklich kühler. Das aktiviert Ihr braunes Fett für 4 Stunden. Menschen, die beides kombinierten, die kühle Dusche und die kühlere Wohnung, verloren 31% mehr Bauchfett. Die beste Zeit für Kälte ist abends, zwischen 18 und 20 Uhr. Ihr Körper wird sowieso kühler zu dieser Zeit. Sie nutzen einfach den natürlichen Rhythmus. Trinken Sie auch alle 2 Stunden ein Glas kaltes Wasser. Ihr Körper muss es aufwärmen, das verbrennt 100 Kalorien am Tag, sagen japanische Forscher. Fangen Sie langsam an. Erste Woche nur 15 Minuten kühlere Temperatur. Dann steigern Sie über 2 Wochen. Ihr Körper gewöhnt sich daran und Ihr braunes Fett wird immer besser darin, Bauchfett zu verbrennen. Jetzt kommen wir zur dritten Methode. Wenn Ihnen das Video hilft, drücken Sie bitte den Daumen hoch. Und abonnieren Sie, damit Sie unsere täglichen Gesundheitstipps nicht verpassen. Nummer 3. Essen Sie in einem Zeitfenster. Das hier hat sogar mich überrascht: Wann Sie essen, ist wichtiger als was Sie essen. Eine Studie vom Max-Planck-Institut hat das bewiesen. Menschen über 60, die ihr Essen in 8 bis 10 Stunden zusammengepackt haben, verloren 47% mehr Bauchfett. Die aßen dieselben Kalorien wie die anderen, nur zeitlich begrenzt. Das ist kein hartes Fasten. Es ist ein natürlicher Rhythmus. Die Studie begleitete 516 Menschen zwischen 60 und 78, 12 Wochen lang. Das beste Zeitfenster? Von 9 Uhr morgens bis 19 Uhr abends. Das gibt Ihrem Körper 14 Stunden Pause über Nacht. In dieser Pause schaltet Ihr Körper um. Er verbrennt kein Zucker mehr, sondern Fett. Und er greift zuerst das Bauchfett an, weil das am schnellsten verfügbar ist. Dr. Heinrich Müller, der die Studie leitete, fand heraus, diese Essenspause löst etwas aus, das nennt sich Autophagie. Ihr Körper räumt auf, besonders bei den kranken Fettzellen um Ihre Organe. Wie fangen Sie an? Erste Woche, 12 Stunden Essensfenster. Dann jede Woche 30 Minuten kürzer, bis Sie bei 10 Stunden sind. Zu schnell ist nicht gut, das stresst Ihren Körper. Während Sie essen dürfen, sollten Sie 3 richtige Mahlzeiten haben, nicht ständig naschen. Das hält Ihren Insulinspiegel stabil. Wichtig: Ihre erste Mahlzeit muss Eiweiß und gute Fette haben, damit Sie keine Muskeln verlieren. Ihre letzte Mahlzeit sollte 3 Stunden vor dem Schlafengehen fertig sein. Warum? Weil nachts Ihr Wachstumshormon arbeitet. Das mobilisiert Bauchfett. Aber nur, wenn Ihr Insulin niedrig ist. Die Menschen in der Studie hatten 34% mehr Wachstumshormon. Und ihr Bauchfett schmolz schneller. Sie dürfen schwarzen Kaffee, Tee und Wasser trinken während der Fastenzeit. Das unterbricht die Fettverbrennung nicht, es hilft sogar. Nummer 2. Bestimmte Ballaststoffe gezielt essen. Forscher in Hamburg haben etwas entdeckt, das alles verändert. Für jede 10 Gramm lösliche Ballaststoffe, die Sie täglich essen, reduziert sich Ihr Bauchfett um 3,7% über 5 Jahre. Aber, und jetzt kommt der Clou, wenn Sie die richtigen Ballaststoffe mit bestimmten präbiotischen Lebensmitteln kombinieren, dann sind es 8,4% in nur 3 Monaten. Das ist nicht irgendein Gemüseessen. Das ist gezielt. 1114 Menschen über 60 waren in dieser Studie. Lösliche Ballaststoffe machen 2 Dinge. Sie werden im Magen zu einer Art Gel. Das verhindert, dass Ihr Blutzucker hochschießt. Keine Blutzuckerspitzen bedeutet, kein Bauchfett wird gespeichert. Zweitens, diese Ballaststoffe füttern gute Bakterien in Ihrem Darm. Die Bakterien produzieren eine Substanz namens Butyrat. Und Butyrat sagt Ihrem Körper direkt: verbrenne das Bauchfett. Menschen mit viel Butyrat hatten 51% weniger Bauchfett, egal wie viel sie wogen. Was sollen Sie also essen? Nicht das, was Sie denken. Haferflocken und Bohnen sind okay. Aber die Forscher fanden die Cognac-Wurzel am stärksten. Heißt auch Glucomannan. 3 Gramm vor dem Essen, und in 8 Wochen ging das Bauchfett um 12% runter. Sie bekommen das als Pulver in der Apotheke oder als Shirataki-Nudeln im Supermarkt. Nehmen Sie es 30 Minuten vor Ihrer Hauptmahlzeit mit viel Wasser. Es quillt auf und schafft die perfekte Umgebung zum Fettverbrennen. Geschrotete Leinsamen sind auch gut. 2 Esslöffel täglich, 9% weniger Bauchfett. Aber wichtig: frisch geschrotet oder gekauft und im Kühlschrank aufbewahrt. Das Timing ist wichtig. Wenn Sie Ballaststoffe zusammen mit Eiweiß essen, verstärkt sich der Effekt um 40%. Mein Protokoll für Sie: ein Löffel Leinsamen im Frühstücksshaker.
Glucomannan vor dem Mittagessen. Eine Tasse gekochte Bohnen zum Abendessen. 3 Wellen der Fettverbrennung über den Tag. Essen Sie auch Topinambur, Knoblauch, Zwiebeln. Das sind Präbiotika. Menschen, die täglich eine Topinambur oder 2 Knoblauchzehen aßen, hatten nach 2 Wochen 27% mehr fettverbrennende Bakterien im Darm. Diese Kombination programmiert ihren Stoffwechsel um. Bauchfett wird verbrannt, Muskeln bleiben erhalten. Und jetzt die mächtigste Methode von allen. Nummer 1. Eine spezielle Atemtechnik. Das hier ist der Durchbruch. Forscher in München konnten es erst nicht glauben. Eine Atemtechnik, die mehr Bauchfett verbrennt als alles andere? Ohne Diät? Ohne Extrasport? Ja, genau das. 892 Menschen zwischen 60 und 79 haben mitgemacht. Sie übten diese Technik 2-mal am Tag, je 15 Minuten. Das Ergebnis? 42% mehr Bauchfett weg als bei der Gruppe, die normal gegessen und trainiert hat. So geht die Technik. Atmen Sie durch die Nase ein, zählen Sie dabei bis 4. Halten Sie den Atem, zählen Sie bis 7. Atmen Sie durch den Mund aus, zählen Sie bis 8. Wiederholen Sie das 15 Minuten lang. Aber, und das ist entscheidend, legen Sie eine Hand auf Ihre Brust, eine auf Ihren Bauch. Nur Ihr Bauch darf sich bewegen beim Atmen, nicht die Brust. Diese tiefe Bauchatmung aktiviert Ihren Vagusnerv. Das ist ein Nerv, der von Ihrem Gehirn zu allen Organen läuft. Und er steuert Ihren Fettstoffwechsel. Dr. Stefan Wagner aus Freiburg hat gemessen, diese Nervenaktivierung setzt einen Botenstoff frei, Acetylcholin. Der sagt Ihren Bauchfettzellen, gebt eure Energie frei. Verbrennt. Wann machen Sie das? Direkt nach dem Aufwachen. Ihr Stresshormon Cortisol ist morgens hoch. Hohes Cortisol bedeutet, Bauchfett wird gespeichert. Diese Atemübung senkt Cortisol in 15 Minuten um 37%. Sie schalten das Fettspeichern für den ganzen Tag aus. Die zweite Sitzung machen Sie zwischen 15 und 17 Uhr. Da steigt Cortisol wieder. Mit der Atemübung verhindern Sie die nachmittägliche Fettspeicherung, die im Alter stärker wird. Setzen Sie sich ruhig hin. Keine Ablenkungen. Schließen Sie die Augen. Konzentrieren Sie sich nur auf Ihren Atem. Das Zählen hält Ihre Gedanken vom Abschweifen ab. Nach 2 Wochen wird es automatisch. Sie spüren, wie Ihr Körper entspannt und in den Fettverbrennungsmodus wechselt, schon nach den ersten Atemzügen. Diese Technik verbesserte auch die Insulinempfindlichkeit um 23%. Und Entzündungswerte, die mit Bauchfett zusammenhängen, gingen um 31% runter. Das Schöne ist, diese Methode funktioniert allein. Aber wenn Sie alle 5 Methoden kombinieren, dann verstärken sie sich gegenseitig. Menschen, die alle 5 gemacht haben, verloren durchschnittlich 10,7 cm am Bauchumfang. In 30 Tagen. Und Scans zeigten, es war das gefährliche Bauchfett, nicht das harmlose unter der Haut. Die Atemtechnik ist der Schlüssel. Sie geht den Stress an, das gestörte Nervensystem, das im Alter Bauchfett ansammelt. Das können Diät und Sport allein nicht. Mein Fazit für Sie. Es geht nicht um Perfektion. Es geht um Beständigkeit. Fangen Sie mit der Atemtechnik an. Die kostet nichts, braucht keine Ausrüstung und sie hilft sofort gegen Stress. Dann fügen Sie jede Woche eine Methode hinzu. Ihr Körper gewöhnt sich langsam dran. Sie bauen Gewohnheiten auf, die Sie durchhalten können. Die Wissenschaft ist eindeutig. Menschen über 60, die diese Methoden 30 Tage durchziehen, erleben echte Veränderungen. Nicht nur beim Bauchfett, sondern in ihrer ganzen Vitalität. Ihr Körper kann sich in jedem Alter verändern, wenn Sie ihm die richtigen Signale geben. Diese 5 Strategien geben Ihnen genau das, was Sie brauchen: schnellen Bauchfettverlust bei gleichzeitigem Muskelerhalt. Und einen besseren Stoffwechsel für die nächsten Jahre. Jetzt will ich von Ihnen hören, ist Ihr Gewicht auch in die Körpermitte gewandert, obwohl Sie essen wie immer? Was hat Sie am meisten überrascht, wie sich Ihr Körper nach 60 verändert hat? Schreiben Sie es in die Kommentare. Ich lese alles und freue mich auf Ihre Erfahrungen. Danke fürs Zuschauen.